Vielen Dank, Veit, und herzlich willkommen von meiner Seite. Wie man es vielleicht unschwer erkennen kann, bin ich kein deutscher Staatsbürger und deswegen auch Deutsch nicht als Muttersprache. Also ich bin aus Tirol. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, mich zu verstehen. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, einfach ganz unproblematisch in den Chat reinschreiben, dann werde ich mich bessern und ja, schauen, dass ich Sachen so sage, dass es auch verständlich ist. Ja, also was darf ich heute präsentieren? Ich darf heute Lieferantenmanagement in der Medizintechnik präsentieren. Ich darf Ihnen vielleicht davor noch ganz kurz etwas über mich und mein Unternehmen erzählen, beziehungsweise was ich heute für Sie mitgebracht habe. Also es gibt davor eine kurze Vorstellung, was macht CIFO Medical eigentlich, wer bin ich, was sind die häufigsten Probleme im Lieferantenmanagement, die wir als CIFO Medical sehen, wie kann man diese mit vielleicht einigen Tipps und Tricks lösen und danach noch die versprochene Q&A-Zeit, wo wir dann auf Ihre Fragen direkt eingehen können. Wie gesagt, mein Name ist Simon Vöger, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der CIFO GmbH. Bin seit ungefähr 10 Jahren in der Medizintechnik. Also ich kann leider noch nicht auf 40 Jahre Medizintechnik zurückschauen. Ich bin nicht einmal 40 Jahre alt, also von dem her geht sich das rein mathematisch schon gar nicht aus bei mir. Bin ISO 13485 zertifizierter Lead Auditor und für den TÜV Süd oder für die TÜV Süd Akademie tätig, unter anderem zu diesen Themen Testmethodenvalidierung, Prozessvalidierung und Statistik in der Medizintechnik. Also wenn Sie heute da sozusagen ein bisschen Blut lecken an diesen Themen und wenn Sie sagen, okay, da muss ich jetzt eigentlich mehr dazu wissen, weil ich kann die Fragen immer noch nicht beantworten, die in meinem Kopf sind, dann besuchen Sie diese Webinare oder diese Seminare, besser gesagt. Also das sind 2-Tages-Seminare beziehungsweise ein Tag für die Testmethodenvalidierung und sind an dieser Stelle sehr zu empfehlen. Rechts unten sehen Sie noch einen QR-Code von mir, den können Sie einscannen, dann können Sie sich mit mir auf LinkedIn verknüpfen. Auf LinkedIn poste ich immer wieder Blogs oder zu diesen Themen, also Testmethodenvalidierung, Prozessvalidierung, Statistik in der Medizintechnik. Also im Prinzip genau das, was wir heute covern. Was macht die CIFO Medical? Wir als CIFO Medical haben 2 Standbeine. Wir haben zum einen das Qualitätsmanagement Consulting, wo wir uns um Design Control, Produktentwicklung kümmern. Wie gesagt, die Testmethodenvalidierung, Prozessvalidierung und das Risikomanagement. Warum dieses Zusammenspiel? Wenn man sich Design Control, Testmethodenvalidierung und Prozessvalidierung anschaut, dann haben die einen gemeinsamen Nenner und da geht es immer irgendwie um Stichproben und um Sample Sizes. Und wie muss man diese begründen? Wer weiß das? Vielleicht kann man mal die Hände aufheben, dass man mal schaut, wer weiß, wie man Stichprobenpläne begründet. Gibt es Handzeichen? Sehe ich das überhaupt? Genau. Melissa, bei dir weiß ich, dass du es weißt. Ja. Gibt es sonst noch jemanden, der es weiß? Wir erleben immer wieder im Risiko oder zum Thema Prozessvalidierung, Produktentwicklung, Testmethodenvalidierung das Thema, wie viele Samples muss ich denn verwenden? Und die Begründung dafür müssen wir liefern und es geht über das Risikomanagement. Das heißt, die Begründung für die Stichprobe, ob das jetzt 20, 30, 40, 50, 29 oder wie viel auch immer Teile sind, diese Begründung wird über das Risikomanagement erbracht. Das zweite Standbein von der CIFO Medical ist die Beschaffung von Komponenten. Ich habe selbst sehr viele Jahre mittlerweile in Asien verbracht und habe dort ein Netzwerk an Lieferanten aufgebaut, um dort Komponenten zu beschaffen. Und wir als CIFO Medical kümmern uns nicht nur um die Komponenten per se und um die Entwicklung, sondern eben auch um die komplette Dokumentation, die damit einhergeht. Also Sie bekommen von uns das Produkt, also die Komponente, was auch immer das ist, kann auch eine Baugruppe sein, das kann im Reinraum assembled sein, Spritzguss, also was auch immer. Wir finden dazu eine Lösung und Sie bekommen eine komplette Dokumentation dazu, was die Herstellung angeht. Sprich von der Prozessvalidierung, Testmethodenvalidierung etc. Also genau das, was ich heute Ihnen erzähle, bekommen Sie bei mir mitgeliefert. Was sind die häufigsten Probleme, die wir im Lieferantenmanagement entdecken? Ist jetzt kein Geheimnis. Fehlendes Know-how bei MedTech-Herstellern und bei den Lieferanten. Und ich rede jetzt da gar nicht so sehr vielleicht von dem Wissen, wenn es um das MedTech-Wissen per se geht. Also das natürlich auch. Also was steht in einer 13485? Warum muss ich eine Prozessvalidierung machen? Wann muss ich eine Prozessvalidierung machen? Testmethodenvalidierung etc. Diese ganzen Themen sind natürlich auch wichtig. Aber es geht auch darum, dass man den Prozess versteht. Also wenn Sie als Hersteller einen Lieferanten beauftragen, für Sie einen Fertigungsprozess
oder wenn der Lieferant für Sie einen Fertigungsprozess ausführt, dann ist es auch wichtig, dass Sie den Fertigungsprozess technisch verstehen. Immerhin müssen Sie ja auch schauen, dass die Teile rauskommen in der Qualität, wie Sie das gern hätten. Dann weiteres Problem ist natürlich die fehlende Ressource, also einmal das Wissensgap, was wir schon gehabt haben, und auch die Person, die nachher wirklich beim Lieferanten vor Ort ist, das Audit macht, die Dokumente eintreibt und auch das technische Verständnis hat, um beurteilen zu können, ob der Prozess wirklich gut ist. Konsequenzen, wir haben heute schon einiges vom Fight gehört. Regulatorische Probleme, Auditabweichungen, Warning Letter, you name it, da gibt es ganz viele. Aber was ich ganz voranstellen will, das sind die Schäden an Patienten, Anwender oder Dritte. Also was mir wichtig ist, natürlich geht es ums Audit und dass man dort ohne Probleme durchkommt, das ist alles klar. Aber am Ende des Tages, bei jeder Spritze, Elektrode, was auch immer man produziert, am Ende des Tages rettet es Menschenleben und das wollen wir eigentlich sicherstellen, dass dass wir keine Schäden mit dem anrichten. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich habe einige Berichte eingebaut von der FDA, wo man sehen kann, wie groß das Problem Lieferant, Fertigung wirklich eigentlich ist. Also jetzt haben wir hier die Root Cause nach der Wertschöpfungskette, also wo passiert es? Passiert es in der Entwicklung, passiert es in der Fertigung, beim Lieferanten etc. und nach therapeutischen Anwendungen und man sieht schon, also man hat so ungefähr 20% Root Cause liegt wirklich bei den Lieferanten. Also das ist wirklich wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, die Lieferant sauber qualifiziert, die Produktion bei den Lieferanten auch versteht, um dann auch die Beurteilung schlussendlich abgeben zu können. Ich habe ein Beispiel mitgenommen für einen FDA Warning Letter. Der sollte da unten einsehbar sein. Ich empfehle jedem, dass man sich immer wieder Warning Letter anschaut. Die sind öffentlich einsehbar bei der FDA. Schauen Sie sich einmal die Warning Letter an zu gewissen Themen, um mal zu verstehen, worauf schauten die FDA beispielsweise. Und normalerweise bringe ich immer Warning Letter Beispiele für Prozessvalidierung. Da findet man auch sehr, sehr viele. Aber in diesem Beispiel habe ich mal eine Testmethode mitgenommen, wo die FDA dann sagt, your firm failed to validate the test method. Das ist jetzt hier zwar auf eine Designverifizierung bezogen, aber das heißt nicht, dass man sie für die Prozessvalidierung oder für die Prozesse generell auch benötigt oder nicht benötigt. Gut, wir haben es heute auch schon öfter gehört. Meiner Ansicht nach oder unserem Verständnis nach, das größte Missverständnis im Lieferantenmanagement ist, dass man denkt, das produziert der Lieferant, der wird das schon machen und man verlässt sich dann drauf. Man hat vielleicht sogar, oder der Lieferant hat sogar ein 13485-Zertifikat, also der muss das ja wissen, was der alles zu tun hat. Aber da muss ich leider sagen, auch als jemand, der viel in Asien unterwegs ist, die Zertifikate, die sind halt meistens nicht ganz so viel wert. Und deswegen bitte verlassen Sie sich nicht auf diese Zertifikate, sondern gehen Sie wirklich selbst zum Lieferanten hin. Ein wichtiger Punkt, den die 13485 hier erwähnt, unter 5, also 7.5.6, das ist der Auszug aus der 13485, wo es tatsächlich um die Anforderung geht, wann muss ich denn Prozesse validieren. Und da unterscheidet die 13485 nicht in interne Prozesse oder externe Prozesse. Also ganz egal, ob Sie das selbst in-house produzieren oder ob Sie einen Lieferanten haben, der die Produktion für Sie übernimmt, Sie sind dafür verantwortlich. Das haben wir auch schon heute mehrfach vom Veit gehört und bitte nehmen Sie das ernst. Gerade weil das jemand anderer produziert, das wäre ja zu schön, dann würde ich alles beim Lieferanten produzieren lassen und damit wäre ich aus dem Schneider. So einfach geht es eben leider nicht. Wenn wir uns weiters noch anschauen, was so gefordert ist, dann sehen wir auch eine Equipment-Qualifizierung, die Qualifizierung von Personen, appropriate statistical techniques with rationale for sample size, also auch Themen, die ich heute schon erwähnt habe und die kommen direkt aus der 13485 7.5.6. Ein weiterer Punkt, den ich noch anmerken will. Wer ist der Meinung, dass Prozesse oder manuelle Assemblierprozesse nicht zu validieren sind? Bitte einmal Hand heben. Oder wer glaubt, machen wir es anders, wer glaubt, dass manuelle Assemblierprozesse nicht zu validieren sind, bitte Hand heben. Okay, ich sehe Hände nach oben gehen. Also da muss ich Sie leider enttäuschen.
wenn man den Paragraph genau liest, also diesen Absatz in der 13485, dann heißt es, the organization shall validate any processes for production and service provision where the resulting output cannot be or is not verified by subsequent und so weiter. Also da heißt es any process. Das ist der 13485 völlig egal, ob das ein Spritzgussprozess ist, ob das ein manueller Assemblierprozess ist, ob das ein Schweißprozess ist oder was auch immer. Sie können da reinschreiben, was Sie wollen. Am Ende des Tages heißt es any process. Und da geht es auch darum, ist es ein interner oder externer. Auch diese Frage ist eigentlich völlig obsolet, weil wir einfach Prozesse validieren müssen. Jetzt habe ich es schon ganz kurz gelesen. Vorgelesen. Vielleicht noch eine Frage. Wer weiß oder wer traut sich vielleicht sogar das Kriterium zu nennen, wann ein Prozess zu validieren ist und wann nicht? Ich gehe mal einen Schritt zurück, dass die Lösung nicht schon dasteht. Aber vielleicht, wenn wer das nennen will, bitte einmal Hand heben. Perfekt. Und dann kann man vielleicht auch unmuten, wenn das geht. Oder Sie können sich selber unmuten. Sie dürften sich selber unmuten können, ja. Wenn das Produkt nicht zu 100% verifizierbar ist oder der Prozess. Ja, darf ich nochmal, können Sie das nochmal wiederholen? Also ich habe es verstanden, ich will nur nochmal ganz sicher gehen, dass ich jetzt auf das Richtige eingehe. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Also es muss validiert werden, wenn die 100%ige Verifizierung nicht sichergestellt wird. Okay. Wenn ich die Schritte 100% verifiziere, muss ich nicht validieren. Okay, genau. Also da bin ich ein bisschen heikel immer, deswegen habe ich jetzt noch mal ganz genau zuhören müssen, weil es nicht darum geht, ob ich etwas 100% verifizieren kann, Stichwort zerstörende Prüfung, sondern es geht darum, ob ich etwas 100% verifiziere. Wer die alte Fassung der 13485 kennt und den Unterschied zwischen der 2016er Version kennt, der weiß, dass in diesem Passus 7.5.6 eigentlich nur 3 Worte hinzugekommen sind. Und diese 3 Worte, die hinzugekommen sind, ist es or is not. Das heißt, hier muss man sich die Frage stellen, inspiziere ich etwas oder inspiziere ich einen Prozess-Output, eine Produkteigenschaft zu 100% Ja oder Nein? Wenn die Antwort Nein ist, dann ist die Antwort auf die Frage, ob ich es validieren muss, gleichzeitig ein Ja. Gut, ich glaube, das war auch eine Frage in den Q&As vorhin. Vielleicht ist die mittlerweile damit erledigt und sollte die Frage beantwortet sein. Also, die Frage ist nicht, ob ich es verifizieren kann, sondern ob ich es tatsächlich tue. Und deswegen, da gibt es auch oft diese Unterscheidung, dass man Special Processes, hat man das früher genannt, dass man eben nur zerstörende Prozesse validieren muss und das baut leider auf einer falschen Annahme auf. Es gibt einige wenige Prozesse, die von der FDA einfach erwartet werden, dass sie zu validieren oder dass sie validiert werden. Und da gibt es zum 21 CFR 820 gibt es eine sogenannte Preamble oder Final Rule, wo die Industrie sozusagen Fragen hat stellen können. Und da hat die FDA unter anderem geantwortet, dass die FDA erwartet, dass beispielsweise Spritzgussprozesse validiert werden, Sterilisationsprozesse, aseptische Abfüllung und Schweißprozesse. Also das sind die 4 Prozesse, bei denen die FDA, Achtung, da rede ich jetzt nur von der FDA, davon ausgeht, dass man die immer validieren muss. Das kann man in der Final Rule nach googeln. Einfach einmal Final Rule FDA 820 eingeben auf Google. Dann sollte ein 100 irgendwas seitiges Dokument daherkommen und unter Punkt 820.75, wo das Thema Prozessvalidierung beschrieben wird, kommt dieses Statement. Was ich Ihnen heute an die Hand geben will, ist eine Checkliste, wo Sie einfach im Kopf ein bisschen durchgehen können, was muss ich denn eigentlich vom Lieferanten alles verlangen. Wir haben heute schon einiges gehört von wegen QSV und so weiter vom Veit. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar Dokumente an die Hand, die etwas technischerer Natur sind, damit Sie wirklich verstehen, was macht denn der Lieferant überhaupt? Und macht er genau das, was er uns gesagt hat, oder macht er genau das, was er machen soll? Auch diese Checkliste können Sie sich mit einigen mehr Informationen gerne runterladen. Auf meiner Homepage oder auf unserer Homepage gibt es eine Sektion, wo alle möglichen Guidance-Dokumente runterzuladen sind, unter anderem Validierungsmasterpläne, Beispiele für Prozessvalidierungsdokumentationen etc. Einfach bitte diesen QR-Code scannen, sich registrieren mit E-Mail-Adresse, dann können Sie die Dokumente runterladen. Also wir schauen jetzt wirklich nur diese Punkte innerhalb des grünen Rahmens an
und fange mit einem Fertigungsablaufplan an. IQ ist, glaube ich, klar, Installationsqualifizierung, Testmethoden, Validierung. Falls das noch nicht so ganz klar ist, was das sein sollte, gehen wir heute ganz kurz darauf ein. Das Thema OQ und PQ, also in den allerseltensten Fällen liest man da das deutsche Betriebsqualifizierung. Das ist dann doch eher oft die Operational Qualification beziehungsweise die Performance Qualification. Und was ich noch als weiteren Punkt angeführt habe, weil das eigentlich immer falsch, oder immer darf ich es leider nicht sagen, also es wird sehr, sehr oft falsch gemacht. Es gibt meistens keine Begründung und Stichproben sind generell nicht begründet. Und wenn sie begründet sind, dann sind die Begründungen meist nicht korrekt. Vielleicht einfach einmal eine Frage in die Runde. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich den Prozessfähigkeitskennwert CPK, Process Capability. Wer hat einen CPK von 1,33 beispielsweise als Akzeptanzkriterium für seine Prozessvalidierung definiert? Einmal Hand heben, bitte. Aha, da kommen schon die ersten Hände. Perfekt. Ich hoffe für Sie, dass Sie eine Begründung haben, weil das ist nämlich, wie wir es davor gesehen haben, unter 7.5.6 tatsächlich wichtig. Leider gibt es dazu oft wenig Begründungen und die 1,33 werden von anderen Branchen, wie beispielsweise der Automobilindustrie, oft ausgeliehen sozusagen und wir verwenden die in der Medizintechnik, ohne dass wir die wirklich begründen können. Und diese Begründung, wie ich es davor genannt habe, folgt auch wieder über das Risikomanagement. Auch dazu, gerade speziell zu diesem CPK 1,33 habe ich einen Blogartikel geschrieben. Da ist begründet, warum das nicht ausreichend ist. Sie können auch einen CPK von 2 haben. Das ist ganz egal, wie hoch der CPK-Wert ist. Es geht nicht um das, wie hoch der Wert ist, sondern es geht um das, wie der begründet ist. Und sollte auch in dem Artikel erklärt worden sein. Also jetzt schauen wir uns die einzelnen Punkte mal im Detail an. Fertigungsablaufpläne. Was ist jetzt bei so einem Fertigungsablaufplan tatsächlich wichtig? Also nehmen Sie den Ablaufplan vom Lieferanten wirklich in die Hand und ich würde empfehlen, dass Sie da wirklich vor Ort sind beim Lieferanten. Herr Lindner, haben Sie eigentlich eine Frage oder ist die Hand immer noch von vorhin oben? Die ist noch von vorhin oben, ja. Perfekt, sehr gut. Also Fertigungsablaufplan, Prozess, Flowchart, wie auch immer Sie das nennen wollen. Wichtig ist, dass hier einfach Verständnis dafür gegeben wird, wie der Prozess tatsächlich abläuft. Welche Prozesse finden nacheinander statt? Welche Prozesse finden generell statt? Also da ist wichtig, dass Sie den Prozess wirklich mit diesem Prozessablaufplan beispielsweise ablaufen. Und da meine ich wirklich vor Ort beim Lieferant. Das ist natürlich das Idealszenario. Weil dann kommt man drauf, hoppla, der hatte da plötzlich einen Reinigungsschritt. Dieser Reinigungsschritt, der steht ja gar nirgends. Oder der macht Sachen in dem Ablaufplan, die er physisch gar nicht umsetzt. Also da muss man wirklich schauen, dass der Ablaufplan, der Fertigungsablaufplan der tatsächlichen Produktion die tatsächliche Produktion widerspiegelt. Und gerade so Reinigungsschritte, das wird schnell einmal irgendwo abgewaschen oder schnell einmal irgendwo reingedunkt und was auch immer. Das geht halt oft leider in so Fertigungsablaufplänen dann unter, weil es ja eh nur ein schneller Tauchprozess oder was auch immer ist. Dann haben wir unter 7.5.6 die Installationsqualifizierung oder die Equipment-Qualifizierung gehört. Diese kommt nicht nur zum Thema Prozessvalidierung 7.5.6 rein, sondern eben auch an einer anderen Stelle in der 13.4.8.5, nämlich bei der Infrastruktur. Also bitte gehen es nicht in der Annahme sein, dass wenn es keine Prozessvalidierung gibt, also ich rede jetzt nur von OQ und PQ, wenn Sie keine Prozessvalidierung haben, dann kann es aber trotzdem sein, oder vermutlich ist es sehr sicher sogar so, dass Sie Equipment haben, das qualifiziert werden will. Also Installationsqualifizierung, eine IQ, ist nicht nur bei OQ und BQ notwendig, sondern eben auch generell für Equipment. Wenn man sich die Frage stellt, was sollte in so einer IQ drinnen sein, dann empfehle ich immer 2 Dokumente. Zum einen gibt es dieses GHTF-Dokument. GHTF steht für Global Harmonization Task Force. Und die GHTF, die Global Harmonization Task Force, hat vor mittlerweile 20 Jahren, also im Jahre 2004, einen Guide herausgegeben zum Thema Prozessvalidierung. Die haben da definiert, was soll denn eigentlich oder wie soll denn so eine Prozessvalidierung ausschauen? Dann kommen diese Begrifflichkeiten IQ, OQ, PQ etc. kommen dort zum Tragen. Und die haben einige Punkte aufgeführt, was denn beispielsweise Inhalt einer IQ sein sollte.
Ein weiteres Dokument, was ich da immer wieder anführe, das ist die ISO 11607. Da geht es um Sterilverpackungen und im zweiten Teil, da geht es konkret um Prozessvalidierung. Und auch dort gibt es einen Punkt mit Inhalten für die IQ. Also was wird während einer IQ beispielsweise abgeprüft. Hier habe ich einfach einmal ein paar Punkte aufgenannt. Also Informationen zum Equipment ist einmal völlig klar. Also um welches Equipment handelt es sich hier? Welchen Hersteller haben wir? Welches Modell? Welche Seriennummer? Gibt es Handbücher dazu? Zeichnungen, Alarm- und Kontrollsysteme? Also Sie können, glaube ich, selber lesen. Aber im Endeffekt soll man einfach wissen, was kann das System, was ist genau qualifiziert worden und auch zum Thema Software. Also ich habe erst gestern wieder bei einem Kunden gehört, die haben eine IQ von einem Ofen durchgeführt und jetzt gibt es ein Firmware-Update vom Ofen und sie fragen mich, was sie bei der Qualifizierung durchführen sollen. Da bin ich drauf gekommen, dass zum Beispiel dieser Klimaofen, der ja eine Firmware hat, dass die gar nicht in der ursprünglichen Gerätequalifizierung mit betrachtet worden wäre. Also bitte, wenn Sie eine IQ durchführen für die Software, mindestens die Revisionsnummer mit aufführen. Ihr habt dann auch noch ein relativ detailliertes Beispiel für eine IQ mit, können wir uns gerne anschauen in der Q&A-Section, wenn wirklich Fragen speziell zur IQ sind. Gut, ich habe da ein weiteres Beispiel mitgenommen für eine Spritzgussmaschine. Also wir haben eine Spritzgussmaschine und bei einer Spritzgussmaschine, die will natürlich auch qualifiziert sein. Und da geht es aber auch darum, deswegen habe ich das ein bisschen mitgebracht, weil das einfach eine etwas aufwendigere Anlage ist. Also man hat ein Spritzgusswerkzeug, man hat eine Spritzgussanlage, man hat vielleicht Trocknungsstrecken etc., man hat Greifer, die die Bauteile nehmen und das sind auch alles Punkte, die wichtig sind, wie ist dann wirklich das Bauteilhandling. Also wenn die Form auseinandergeht beispielsweise, fällt das Teil einfach raus oder gibt es da einen Roboterarm, der beispielsweise das Bauteil dann entnimmt. Hier in Form vom Schweindel, was da runtergefallen ist. Also in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Form einfach aufgeht und die Bauteile dann rausfallen. Und hier, was ich da empfehlen würde, einfach auch der Einfachheit, macht es Sinn, dass man sich die Anlage in Komponenten aufteilt und diese dann individuell qualifiziert. Dann gibt es zum Beispiel eine IQ für eine Maschine und eine IQ für Tools. Und wenn dann ein neues Produkt gegossen wird oder gespritzt wird, dann müssen wir eigentlich für die Maschine eigentlich nichts mehr ändern, weil die hatte schon eine IQ und nur noch für das neue Werkzeug eine IQ machen. Also das heißt, wenn man dann eine größere Produktpalette hat, dann wird es ja immer weniger Aufwand. Also IQ, ein sehr, sehr zentraler Punkt. Wir haben also nun unser Equipment qualifiziert und da rede ich jetzt von beispielsweise der gesamten Produktionskette, also alle Anlagen, die im Rahmen der Fertigung verwendet werden. Und da zählen jetzt bitte auch die Inspektionsgeräte dazu, also irgendwelche Messgeräte, Zugprüfsysteme, was auch immer Sie benötigen, die wurden auch qualifiziert. Und jetzt, bevor wir in die eigentliche Prozessvalidierung oder in die OQ-Phase reinstarten, ist es zentral, dass Sie sich die Testmethoden anschauen. Warum jetzt? Gibt es dazu eine Antwort? Glaubt jemand es zu wissen, warum man sich jetzt die Testmethoden anschaut? Einfach bitte unmuten und eine Antwort. Ja, da kommt noch nicht so viel. Dann nehmen wir einfach die Antwort vorweg. Also wir schauen uns in der OQ und PQ dann den Fertigungsprozess an. Das heißt, es fallen tatsächlich Bauteile raus, die idealerweise gemäß den Anforderungen rauskommen. Um zu bewerten, ob diese Bauteile jetzt tatsächlich den Anforderungen entsprechen, brauchen wir eben Messsysteme oder Testmethoden. Das kann jetzt beispielsweise eine Zugprüfeinrichtung sein, um die Siegelnahtfestigkeiten zu messen. Das kann ein Koordinatenmesssystem sein, um die Geometrie von einem Spritzgussbauteil zu erfassen etc. Da gibt es eben ganz viele Themen. Und jetzt wollen wir also in der OQ oder die Ergebnisse der OQ erfassen. Aber das können wir nur dann erfassen, beziehungsweise können wir uns nur dann auf die Ergebnisse verlassen, wenn wir ein valides Testsystem haben. Das heißt, jetzt an dieser Stelle schauen wir uns die Testmethoden an und machen dazu zerstörende Testmethoden, Validierungen, attributive Gauge-RNAs. Also vielleicht gibt es da das ein oder andere Stichwort, was Sie schon einmal gehört haben. Was die Testmethodenvalidierung prinzipiell macht,
Es geht einfach darum, dass unabhängig davon, wer prüft und wann er prüft, immer dasselbe Ergebnis rauskommt und idealerweise sogar das richtige Ergebnis. Also das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber ich gebe immer das Beispiel vom Radiergummi. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie messen einen Radiergummi, die Länge eines Radiergummis wollen Sie mit einem Messschieber messen. Der hat beispielsweise eine Toleranz von plus minus einem Zehntel und 3 verschiedene Operator messen das, dann hat jeder von uns einen anderen Daumen, jeder hat eine andere Kraft im Daumen und es wird sehr, sehr schwierig werden, den Radiergummi korrekt so zu messen, dass jeder Operator dieselbe Länge dieses Radiergummis erfasst. Jeder druckt den Messschieber anders zu und erzielt dadurch andere Ergebnisse. Jetzt könnte man sagen, ja okay, gute Idee, der Daumen, der ist eigentlich nicht so gut, machen wir das mit einer Mikrometer-Schraube, also mit einer Bügelmessschraube. Die Bügelmessschraube ist drehmomentbegrenzt, das heißt, ich drehe das zu, das hat mehr oder weniger immer dieselbe Kraft und dadurch schaffe ich es vielleicht, die Gauge-RNA zu bestehen und jeder Operator misst dasselbe. Das hört sich jetzt gut an, das wäre vielleicht sogar laut Gauge-RNA ein sehr guter Wert, das will man bestehen, aber das Problem ist, dass wir alle denselben Mist messen, weil auch wenn die Kraft gering ist, die Bügelmessschraube eine ständige Verformung auf den Radiergummi verursacht und deswegen wir nie die wahre Länge messen, sondern immer eine gewisse Deformation. Und solche Dinge schauen wir uns in der Testmethodenvalidierung an, ob tatsächlich der wahre Wert auch gemessen wird. Also ob der Intended Purpose der Messmethode eingehalten wird, so wie es in der 21 CFR 820.72 gefordert wird in Amerika, also in der US FDA. Gut, jetzt habe ich das eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Das ist eigentlich nur das Problem, habe ich schon beschrieben. Deswegen auch da, ich habe dazu einen YouTube-Kanal, bitte den QR-Code scannen, dann können Sie sich da einige Videos zu diesen Themen anschauen, auch sonstige Themen zum Prozessvalidierung etc. Mache ich dazu Videos in englischer Sprache, die hoffentlich hilfreich sind. Wenn da irgendwelche Fragen sind, bitte gerne als Kommentar darunter, dann mache ich dazu auch noch eine Frage. Hier habe ich das Beispiel nochmal ein bisschen veranschaulicht mit einem Tempomat. Also wenn Sie auf der Autobahn fahren und eine Autobahn hat in Österreich, ich weiß in Deutschland nicht, aber in Österreich haben die dann doch Geschwindigkeitslimits und wenn Sie jetzt kein Tacho im Auto haben, dann können Sie eigentlich nur sehr schwierig das Geschwindigkeitslimit einhalten. Und mit einer Testmethodenvalidierung, da haben wir eben unsere Tachonadel sozusagen, um den Output dieses Prozesses tatsächlich erfassen zu können. Gut, jetzt haben wir uns die IQ angeschaut. Diese Grafik übrigens, die ist vom TÜV Süd. Der TÜV Süd hat einen Prozessvalidierungsguide veröffentlicht, 20 Seiten circa, und da ist diese Grafik raus. Und hier steht auch nochmal, wann ist eine OQ und eine PQ notwendig und wann ist eine IQ notwendig. Und hier heißt ganz klar, Installation Qualification required for equipment and machines. Punkt. Also da geht es jetzt nicht darum, ob der Prozess vollständig verifiziert wird oder nicht. Das ist schon mal völlig zweitrangig. Und in der Phase OQ und PQ, dann heißt required if result of the process cannot or is not fully verified. Dann geht es eben in die OQ und PQ rein. Das heißt, IQ braucht man auch, wenn es keine OQ-PQ gibt. Bitte Achtung, das wird manchmal ein bisschen missverstanden. Was nicht übrigens heißt, dass die IQ immer riesig sein muss. Also für einen Messschieber oder für einen Caliper oder was auch immer, da brauche ich ja keine 15-seitige IQ. Also das muss natürlich schon ein bisschen dem System angepasst werden. Gut, dann haben wir jetzt eine qualifizierte Maschine. Wir haben auch ein Testsystem, das validiert ist, also das uns Ergebnisse ausspuckt, auf die wir vertrauen können. Jetzt geht es weiter und jetzt schauen wir uns tatsächlich den Fertigungsprozess an. OQ und PQ. In der OQ, so ist in der GHTF definiert, schauen wir uns den Prozess unter Extrembedingungen an. Das heißt, ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben einen Siegelprozess von Sterilbeuteln beispielsweise. Also wir stellen die Sterilbarriere her und wir siegeln mit einem Impulssiegelgerät beispielsweise oder mit einem Balkensiegelgerät, ganz egal. Und wir haben hier Prozessparameter. Die Prozessparameter sind dann beispielsweise Temperatur, Zeit und Druck. Und diese 3 Faktoren wirken eben auf das Rohmaterial, in dem Fall das Beutelmaterial, ein und erzeugen dann einen Prozessoutput. Der Prozessoutput wäre dann beispielsweise
ein dichter Beutel mit einer Mindestsiegelnahtbreite von 6 mm und einer Siegelnahtfestigkeit von 1,2 Newton beispielsweise im Falle von EO-Sterilisation. In der OQ machen wir jetzt das Folgende, dass wir den Prozess challengen. Das heißt, wir gehen her und schauen uns den Prozess unter Extrembedingungen an. Das heißt, wir gehen mit der Temperatur maximal nach oben, mit der Zeit maximal nach oben und mit dem Druck beispielsweise maximal nach oben, sodass wir den maximalen Energieeintrag haben. Dasselbe machen wir nochmal für die Unterkante und dann haben wir ein Prozessfenster und innerhalb dieses Prozessfensters dürfen wir produzieren, beziehungsweise innerhalb dieses Prozessfensters können wir dann zeigen, dass wir Produkte produzieren können, die vorher definierten Akzeptanzkriterien einhalten. Das ist so in aller Kürze die OQ. Der Teufel steckt da meistens im Detail, wenn es dann um das Thema Sample Sizing geht und Prozessfenster. Wie komme ich an die Prozessgrenzen? Woher kommen meine Prozessparameter? Welche Prozessparameter sind wichtig? Also gerade beim Thema Spritzguss kann das ja schnell in die Hunderte von Prozessparametern gehen. Dann ist es nicht mehr so einfach wie bei einer einfachen Siegelmaschine für Sterilbeutel beispielsweise. Und was wir jetzt in der OQ gemacht haben, ist sehr, sehr ähnlich zu der PQ. In der PQ macht man im Prinzip auch eine normale Produktion mehr oder weniger und die macht man unter Normalbedingungen. Und jetzt gibt es auch in der 11607 die Anforderung, dass wir eben mehrere PQ-Läufe haben müssen. Weiß jemand, wie viel PQ-Läufe man machen sollte? Bitte einfach unmuten und eine Antwort geben. Wie viele PQ-Läufe gibt es oder sollte man machen? Es reicht ein guter. Okay, woher kommt die Antwort? Also wenn die PQ gut geplant ist und ich festgelegt habe, wie mein Produktionsprozess ausschauen muss und die entsprechenden Maßnahmen definiert sind, dann reicht ein PQ-Lauf, wenn er die Kriterien erfüllt, sonst muss ich ihn natürlich wiederholen. Okay, also muss ich leider verneinen, ganz so einfach geht es nicht. Da gibt es Normen dazu, beispielsweise die 11607. Wiederum im 11607-2, also im zweiten Teil dieser Norm, da fordert die Norm, dass es mindestens 3 PQ-Läufe geben muss. Aber das heißt nicht, dass Sie 3 PQ-Läufe machen müssen und dann ist erledigt, sondern Sie müssen mindestens 3 machen. Es kann auch sein, dass es mit 3 ausreicht. Der Punkt hier, und es wird auch in der Norm beschrieben, Sie müssen in der PQ die normale Variationen oder die Standardvariationen, die im Prozess auftreten können, abdecken. Das heißt, Sie haben... Okay. Genau, das heißt, es kann zum Beispiel sein, Sie fahren mit unterschiedlichen Rohmaterialien, Sie haben unterschiedliche Schichten, also da rede ich jetzt von der Produktionsschicht, Sie fahren mit der Frühschicht, mit der Abendschicht etc. Das sind alles Faktoren. So die Anzahl, okay, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich habe gedacht, die PQ beinhaltet schon die Varianz, also die dreistufige Wiederholbarkeit. Da habe ich das falsch verstanden. Vielleicht habe ich auch die Frage nicht klar formuliert. Kein Problem. Ich habe eigentlich mal, wie viele PQ-Badges sollte man machen? Das okay, Badges, okay, genau. Danke. Das war ein bisschen unklar formuliert von mir. Genau, und jetzt geht es einfach darum, dass wir in einer Produktion oder mit mehreren BQ-Badges zeigen können, dass wir die normale Variation, die im Prozess kommt, aufgrund von Rohmaterialschwankungen, Umgebungsbedingungsschwankungen etc., dass wir die einfach abfangen können und trotzdem noch Produkte produzieren können, die den vorher definierten Anforderungen entsprechen. Genau. Jetzt habe ich noch einen besonderen Punkt, den habe ich heute schon öfters erwähnt. Der ist mir einfach sehr, sehr wichtig, weil meiner Erfahrung nach auch immer mehr drauf geschaut wird. Die Stichprobengröße ist nicht begründet. Zu wenig Gedanken über den Datentyp gemacht. Also wenn man es jetzt einmal ganz grob sieht, dann gibt es attributiv und variabel. Also man kann sagen, das Ding ist gut oder schlecht. Oder man kann sagen, ja, das soll irgendwie zwischen 10 mm plus minus 1 sein, das Ergebnis. Also das heißt, einmal haben wir einen tatsächlichen Messwert im Sinne von einem Zahlenwert und wäre das Variable und im attributiven Bereich haben wir nur ein Go oder No-Go, also Pass-Fail mehr oder weniger. Und keine oder falsche Auswertungsmethode. Und da bitte auch gerade für das Thema Sterilverpackungen, also wenn Sie die Beutel, die werden ja meistens in U-shaped sozusagen vorproduziert und eingekauft, und dann die letzte Siegelnaht wird bei Ihnen gemacht beispielsweise oder Sie kaufen alles fertig ein. Schauen Sie sich ganz genau an, wie der Lieferant das auswertet. Ich habe da immer die Erfahrung gemacht, dass bei der Siegelnahtfestigkeit meistens die Peak-Werte herangezogen werden. Und das ist aber leider falsch. Es müssen die Mittelwerte herangezogen werden. Also in der ASTM F88, das ist die Norm,
die beschreibt, wie die Siegelnahtfestigkeit gemessen wird. Dadurch beschrieben, dass die ersten und letzten 10% beispielsweise von dem Graph abgeschnitten werden und die mittleren 80% davon wird der Mittelwert ermittelt und das ist dann der tatsächliche Messwert, den man anführen. Und leider wird da oft ein bisschen getrickst, weil wenn ich natürlich die Peak-Werte präsentiert, dann habe ich natürlich höhere Werte und kann diese CPK von 1,33, die ja dann wieder ein ganz anderes Thema sein, dass die vermutlich auch nicht begründet sein, aber damit würde die einfacher erreichen, weil ich natürlich einen höheren Gesamtwert habe. Gut, ja, wie gesagt, da haben wir uns das jetzt im Eilzug-Tempo angeschaut, was da zu erwarten ist. Sie können sich diese Punkte im internen Bereich auf meiner Webseite runterladen. Es gibt da alle möglichen Checklisten. Es sind auch OQ-Beispiele durchexerziert für Spritzguss im Konkreten, zusammen mit dem Michael Schäfer vom TÜV Süd. Und ja, schauen Sie auch gern bei meinem YouTube-Kanal vorbei, stellen Sie da Fragen. Ich bin immer gerne dazu bereit, diese Themen auch via Video zu beantworten, weil dann muss ich es einmal beantworten und nicht 10-mal. Das ist dann auch feiner für mich. Genau. Super. Jetzt haben wir es doch ein bisschen in die Länge oder ein bisschen abgekürzt. Vielleicht noch als letzten Punkt. Irgendwie geht es gerade nicht. So, jetzt sollten Sie wieder den Bildschirm sehen. Ich habe mittlerweile auch auf www.testmethodvalidation.com einen Online-Guide zum, wie man DM-Testmethodenvalidierungen durchführt. Und hier haben wir die gängigsten Testmethoden fix und fertig für Sie vorbereitet. Also das heißt, die gängigsten Testmethoden, wenn es um das Thema Sterilverpackung geht, also beispielsweise der Dye Penetration Test, diese blaue Flüssigkeitstests oder die Siegelnahtfestigkeit, der Bubble Leak Test oder was auch immer. Die sind fix und fertig zum Download für Sie bereit, mit Videoerklärungen, wie was auszuwerten ist, wie der Plan funktioniert, wie die Verknüpfung mit dem Risikomanagement funktioniert, etc. Also da ist wirklich alles mit Videoanleitungen und fertigen Dokumenten fertig zum Download für Sie bereit. Auch hier bitte einfach QR-Codes kennen, dann haben Sie direkt Zugriff auf diese Unterlagen. Okay, dann sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, dass wir einige Informationen rüberbringen können. Ich glaube, es ist auch ziemlich klar geworden, wo die Schwerpunkte von der 3 Life Science und von der SIFO liegen. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere Fragen haben oder wenn Sie Hilfe benötigen. Dann können wir in Ihre speziellen Fragestellen noch mal reingehen. Würde ich noch mal für ein Abschlusswort an den Herrn Vöger geben. Wollen Sie noch einen Satz sagen? Ja, ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. 1,5 Stunden für so ein Thema ist nicht selbstverständlich, das mitten am Nachmittag am Donnerstag. Also vielen Dank dafür und es würde mich freuen, wenn Fragen kommen. Schauen Sie gern bei den sozialen Kanälen von uns vorbei, sei es LinkedIn oder YouTube oder wo auch immer und hinterlassen Sie gern Kommentare oder Fragen oder wie auch immer wir gerne weiterhelfen können. Auch gern die Outsourced Processes Frage hinterlegen. Okay, dann vielen Dank und ja, auf Wiedersehen oder Wiederhören.